Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute sprechen wir über eine spannende Frage und zwar, ist es okay, dass ich meine Sprachen mische? Und zunächst einmal, ja, das ist absolut okay. Das Mischen von Sprachen, in linguistischen Kreisen auch als Code-Switching bekannt, ist etwas ganz Normales und weit verbreitet unter mehrsprachigen Menschen. Es ist ein Zeichen, dass dein Gehirn flexibel und anpassungsfähig ist. Aber was bedeutet das genau? Naja, wenn du zum Beispiel Deutsch und Englisch sprichst und plötzlich mitten im Satz von einer Sprache in die andere wechselst, dann ist das Code-Switching. Vielleicht sagst du so etwas wie, ich habe gestern ein Buch gekauft. And it's really interesting. Das passiert oft ganz automatisch. Aber warum machen wir das? Dafür gibt es viele Gründe. Manchmal kennen wir ein bestimmtes Wort nur in einer Sprache. Aber viel eher kennen wir das Wort in beiden Sprachen, aber die fallen uns nicht gleich schnell ein. Oder wir finden, dass ein Ausdruck einfach besser klingt in der anderen Sprache. Oder vielleicht einfach in dieser Situation besser passt. Manchmal ist es einfach so, dass wir uns in einer mehrsprachigen Umgebung aufhalten und dass das Gehirn eben zwischen den Sprachen hin und her springt. Ist das schlecht? Nein, überhaupt nicht. Es zeigt, dass du in beiden Sprachen sicher bist und sie gut beherrschst. Wenn man mehrere Sprachen spricht, dann kann das schnell Teil der Identität werden. Wenn man dann mit Menschen in Kontakt kommt, die diese Fähigkeiten bzw. diese Identität teilen, dann möchte man einfach relaten. Wenn ich mit anderen US-Amerikanern hier in Deutschland rumhänge, dann merke ich, dass wir einfach ganz viel switchen. Und dass es einfach schön zu wissen ist, dass egal welche Sprache man spricht, man eben verstanden wird. Wenn ich formell sprechen oder schreiben muss, beispielsweise bei einer Prüfung oder in einem offiziellen Brief, dann versuche ich natürlich bei einer Sprache zu bleiben. Wenn ich aber müde bin, kann das teilweise schwierig sein. Aber im Endeffekt sind das genau die Situationen, bei denen ich einfach Wörter vergessen würde. Wie früher, als ich nur eine Sprache konnte. Es lag mir auf der Zungenspitze. Wenn man aber gut schläft und so weiter, dann sollte das gut funktionieren, wenn man ausschließlich eine Sprache sprechen sollte. Wenn man aber mit Menschen unterwegs ist, die eben beide bzw. alle involvierten Sprachen einigermaßen können, dann ist Code-Switching völlig normal und kein Grund zur Sorge. Und wenn du das nächste Mal merkst, dass du deine Sprachen mischt, dann denke daran, dass das ein Zeichen dafür ist, wie toll du deine Sprachkenntnisse nutzt und dass dein Gehirn ziemlich flexibel ist. Mach weiter so und hab keine Angst davor, deine Sprachen zu mischen. Wenn du noch mehr Fragen hast oder Themen, über die ich ein Video machen sollte als Sprachwissenschaftler, Sprachlehrer und Sprachlerner, dann schreibe sie gerne in die Kommentare. Und vergiss nicht to thumbs up the video and subscribe so you don't miss any more interesting language content. Und bis zum nächsten Mal. Bye!